Ja, wir sind in Mazedonien, aber es hat auch hier Bunker. Ich bin ein bisschen enttäuscht gemeint, wir haben einen Bunker hinter uns. Naja. Ja, es ist schon spät am Abend, wir sind müde, es geht noch viel drauf. Darum wollen wir so schnell wie möglich irgendwo eine Unterkunft. Am liebsten irgendein schönes Zimmer mit einer warmen Dusche. Bravo! Dobar den, wir sind in Mazedonien, beziehungsweise Nordmazedonien. Ja, wie das neuerdings heisst. Genau, seit 2019. Ja, und wir haben zuerst schon gedacht, das ist ein bisschen komisch. Wir sind über die Grenze gekommen und niemand hat uns gewunken oder im Land willkommen geheißen, so ganz anders als in Albanien. Dann haben wir schon gedacht, oh je, das ist ein bisschen schade jetzt. Ja, und auch so die ersten paar Dörfer, wo wir durchgefahren sind, hast du das Gefühl gehabt, du seist durchsichtig, weil es hat dich niemand beachtet. Keine Reaktion, nichts auf dich. Wenn es doch, muss man nicht gerade sagen, das kleine Mädchen mit dieser Frau, Ja. die waren mega herzig. Ja, also auch nicht unsympathisch oder so, einfach reservierter. Ja. Aber jetzt sind wir in Ohrid selber. Genau. Es ist alles noch sehr ruhig, es ist noch früh am Morgen. Es ist alles noch ein bisschen zu. Ja. Ja, und wir sind jetzt gerade von einem Mann beschenkt worden mit so ganz kleinen Äpfeln. Ja, von dem her ist der Eindruck jetzt schon wieder positiver, oder? Genau. Wir haben wieder mal Früchte bekommen. Ja, jetzt machen wir hier einen kleinen Stopp, versuchen eben noch einen Kaffee zu finden und machen jetzt morgen zusammen. Wir haben Genau. gestern keine Nacht gehabt und jetzt auch schon ein bisschen Kilometer gemacht und ja, langsam ein bisschen Hunger. Genau. Und wir haben heute eine lange Etappe vor uns. Ja, eine Strenge mit zwei Bergen, die vor uns warten. Genau, wir versuchen in die Nähe von Bitolo zu kommen, weil wir haben, als wir in den albanischen Alpen waren, einen Irländer kennengelernt und der hat uns vorgeschwärmt von einem Agriturismo außerhalb von Bitola, wo man sehr fein essen kann. Und ja, wir versuchen dort hinzukommen heute, das ist so das Tagesziel. Genau. Wir haben jetzt gebucht, um ein bisschen Motivation zu haben. Genau. Also, los geht's. Und übrigens, so ist da die Aussicht, die wir hatten. Auf der Ohridsee. Ja, hallo, wir sind aus Ohrid am rausfahren, langsam in den Bergen. Es geht Richtung Bitola. Und ja, heute wird ein strenger Tag, geht viel rauf, aber schön durch den Wald. Hier ist haltet sich sehr in Grenzen. Ein bisschen Musik hören und dann geht das ruckzuck hier den Hager rauf. Wir haben es geschafft, wir sind hier oben auf irgendeinem namenlosen Pass. Bukovo. Bukovo, ja. Zum Glück haben wir Kyrillisch gelernt. Irgendwie ist er erschossen worden. Ja. So das Einschusslachen. Ja, voll. Mega schön. Bukovo. Bukovo. Ja, wir haben es geschafft, wir sind über den ersten Hügel, über den ersten Pass. Ja, mega angenehm gewesen mit der Steigung. Keine 10%, sondern stetig langsam rauf. Gemütlich eigentlich. Ja, leider Trotzdem viel, schweißtreibend. ja, viel Lastwagen, das ist Ja, ein bisschen viel Lastwagen. Und vor allem auch sehr viel Müllwagen, weil kurz vor der Passhöhe ist eine Mülldeponie. Das ist der beste Ort und für schon so wieder etwas. kommt ein Hund. Jedes Mal, wo wir sind, kommt irgendein Hund aus dem Ja, Gebüsch. also Mega weißt du, von da schräg. hinten haben wir einen Hund. Und da vorne ist auch ein Hund. So schräg. Also, ich weiß auch nicht. Der ist dir gefolgt. Was wartet ihr im Gebüsch? Ja. Und kommen plötzlich führen. Ja, Da vorne ist die lokale Mafia versammelt. genau. Irgendein Drogendeal auf dem Pass. You can blame the ruminations all you like. Just get me off it. Lisa in diesem schönen Tal Conversation. Velo fahren. Feel right. Ich natürlich auch. That someone else's God
everyone looks ill, I should deal. Give up my health, I'll face this. If I'm alone tonight, staring up a road to nowhere, will it be alright? If I'm alone tonight, staring up a road to nowhere. You can blame the ruminations if you like. You ask me for my thoughts. Love is blind. Jesus walks too much talk. It should be mine. It fits so well, but I'm still up alone tonight, staring up a road to nowhere. Will it be alright? I'm up alone too, still alone, staring up a road to nowhere. Hallo zusammen. Eine Besonderheit aus Mazedonien, die uns aufgefallen ist folgende. Und zwar sind wir vorgestern durch den Ort, durch die Kleinstadt Resen gefahren. Dort hat es ganz viele Äpfelfelder gehabt. Und alle haben gefühlt Äpfel angepflanzt. Und dann gestern sind wir durch den Ort Prilep gefahren. Der Tabakhauptort von Mazedonien. Alle haben Tabakpflanzen trocknen vor dem Haus oder im Garten. Genau. Vor der Stadt haben wir noch Tabakfelder gesehen. Zuerst sind wir gar nicht rausgekommen, was das für eine komische Pflanze ist, die wir noch nie gesehen haben. Und irgendwie auch nicht hier in Europa erwartet hätten. Und dann haben wir in Prilep selber ist uns klar geworden, dass es Tabakpflanzen waren, weil es sind so viele waren. Und dann heute, als wir durch den unaussprechbaren Ort, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, gefahren sind oder kommen jetzt dann, haben wir gemerkt, dass hier alle Trauben anpflanzen. Also es sind alles Trauben, eben nicht Weinbauern, weil sie bringen dann Trauben an eine Sammelstelle an, wo dann alle zusammengemischt werden, in einen Lastwagen verfrachtet und dann sehr wahrscheinlich in eine grosse Weinproduktionsfirma, Fabrik gefahren werden. Keine Ahnung genau. Ja. Sehr amüsant. Also am ersten Tag haben wir Äpfel gesehen, am zweiten Tabak, am dritten Trauben. Mal schauen, was uns morgen in Mazedonien erwartet. Kommt das echt noch aus der Planwirtschaft oder nicht? Das ist so ein bisschen die Frage, die uns durch den Kopf gegangen ist. Oder ist einfach wirklich ein Teil besser geeignet für Trauben und das andere für Äpfel? Das dann ist wir schon schon möglich. jetzt wieder viel tiefer unten als vorgestern. Also, das kann schon Genau. mit dem zu tun haben, ja. Ja, wir wissen es nicht. Aber es ist interessant, so die kleinen Unterschiede zu beobachten. Mazedonien gefällt uns bis jetzt sehr gut. Es ist irgendwie ein angenehmes Land. Es hat sehr viel Natur, sehr wenig Ortschaften und zwischen den einzelnen Orten hat es fast keine Häuser. Also ist man wieder sehr schnell in der Natur raus. Die Lastwagen sind voller Trauben. Ah nein, das ist Traubenreste. Was sind das? Ja, wir sind hier in Südmazedonien unterwegs und kämpfen mega gegen den Wind. Es wäre eine wunderschöne, traumhaft schöne Strecke, landschaftlich, unglaublich schöne Straße.
eigentlich immer auf der gleichen Ebene, keine Steigung, keine... Ja. Aber mit dem Wind hast du das Gefühl, du fährst die ganze Zeit drauf. Das ist anstrengend. Kampf gegen einen unsichtbaren Feind. Genau. So fühlt es sich an. Ja. Eigentlich Aber- wirklich schön. Aber eigentlich traumhaft schön. Wirklich wie so ein Nationalpark irgendwie in Ostkanada oder so. Ja, wir hätten jetzt nicht erwartet, dass es so schön ist hier. Ja, also wir fahren hier an einem Fluss entlang. Ich habe keine Ahnung, wie der heisst. Ja. Irgendwo hinter dem Berg ist die Autobahn. Irgendwo hat es noch eine Eisenbahnlinie, die man auch nicht sieht. Aber das nimmt man gar nicht wahr. Und wie man sieht, auch fast kein Verkehr. Ausser ab und zu ein paar Lastwagen, die komischerweise nicht auf der Autobahn sind, sondern da. Auf dieser Straße. Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil sonst hat es keine Autos, eigentlich nur Lastwagen. Wir haben so ein bisschen gemerkt, so viele Lastwagen haben wir fast die ganze Reise noch nie gesehen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Haupt-West-Ost-Transportroute Richtung Türkei. Es sind wirklich extrem viele Lastwagen. Aber Ja, fahren wir weiter. genau, Kämpfen weiter gegen den Wind. kämpfen gegen Windmühlen. Etwas Interessantes, was uns in Mazedonien aufgefallen ist, dass am Strassenrand oftmals so eine kleine Nachbildung von einer Kirche oder von einem Kloster hat, die auch als Altar dient, wo die Leute Geld hinterlassen. Oder was ist das, ein Lottoschein? Genau, vielleicht auch ein bisschen Schnaps, wer weiß. Und dann hat es meistens noch ein Schild nebenzu, das dann auf die richtige Kirche hinweist. Wie jetzt hier zum Beispiel das Sveti Petka. Und die ist dann meistens aber erst ein paar Kilometer weiter hinten. Also oftmals haben wir die kleine Kirche gesehen und dann war angeschrieben, wo die richtige Kirche ist. Und teilweise sind das dann 10 Kilometer weiter weg gewesen. Und die ist jetzt aber relativ nahe beieinander. Genau, dann kann ich euch das mal zeigen, wie die so aussehen. Das ist ja wirklich teilweise schon so ein bisschen im griechisch-orthodoxen Stil. Gleichzeitig hat man aber auch noch viel Moslems eigentlich in Mazedonien und so sieht man oftmals die Moschee direkt neben der Kirche. Genau, das einfach so als kleine Info am Rand. Uns ist das aufgefallen, wir haben das recht speziell gefunden mit dem kleinen Kirchli, das auf die grosse nachher hinweist. Ja, wir sind hier auf der Abfahrt von Sturmica. Haben wir heute Abend das Hotel nehmen. Es war ein anstrengender Aufstieg für 350 Höhenmeter. Und jetzt geht es dementsprechend wieder ein bisschen ab. Und das ist schön. Nichts Spektakuläres, aber schön. Eine leichte Herbststimmung, die hier Bäume haben schon. Oh, there's a house on the hill and I remember it still. Well, I'm calling just to let you know that my voice is lush. I miss your touch in this place that we once called home. And you remember the nights when we would run from the sky with our hair all covered in snow. In a hometown, can't let go. Ja, da hinter uns haben wir übernachtet, mitten im Park das Hotel gewesen. Es ist nicht so, dass es so viele Hotels zur Auswahl hatte in Sturmica. Von dem her haben wir das ansprechendste genommen. Ja, Wir fahren 2 Nächte wild zeltet. Das Problem ist, beim Wildzelten bin ich attackiert worden von Grasmilben wahrscheinlich. Der ganze Körper ist juckt. Sehr, sehr unangenehm und darum haben wir dringend ein Hotelzimmer gebraucht. ja. Das hat sehr gut getan. Ja, sie ist ein bisschen am Leiden, die Lisa. Ja, alles verstochen, wirklich. Wünscht mir niemandem. Ja, ich habe Glück gehabt, mich haben es nicht genommen. Oder ich spüre es nicht. Es gibt anscheinend 20% der Leute, die da nichts ausmachen, die da nichts merken. Ja, ich weiss es auch nicht. Ja,
Und heute, nach wenigen Tagen in Mazedonien, geht es weiter. Heute überqueren wir die Grenze nach Bulgarien, wo wir etwa 2 Tage insgesamt werden verbringen, um den Corona-Test zu machen. Mit dem wir dann nachher nach Griechenland einreisen. Genau. Nämlich am Dienstag. Also übermorgen geht es nach Griechenland. Ja, im besten Fall, wenn alles gut geht. Wir hoffen es schwer. Weil uns erwartet ein Flug von Thessaloniki auf Rhodos runter. Am 11. Oktober. Genau, wir freuen uns mega auf das Meer wieder. Ja. Es ist jetzt etwa 3 Wochen her, seit wir das Meer das letzte Mal gesehen haben. Mindestens. Ja. Innen noch ein bisschen mehr. Ja, Und das ist der schöne, riesige Zentrumsplatz von Stryk. genau. Und da wäre das andere Hotel gewesen, das Esperanto. Ja. Und wir gehen jetzt hier in die Bäckerei noch. Hoffentlich finden wir einen Sesamkringel, das wäre cool. Das zum Morgen in diesem Luxusschuppen war jetzt gerade nichts zum Vergessen. Mal schauen, was der Bäcker zu sagen hat. Genau. Well, it's a love song to the city. I know will never miss me. Take the highway and the money to spend. 'Cause my voice is lush. Miss your touch, and I can feel no dread in the end. And when love is enough to keep from giving up, and all the feelings that thought would bend. In a hometown you can't mend. It had its damn good beginning. I'm always dreading, I'm always dreading me. It had its damn good beginning. I'm always dreading, I'm always dreading me. But with you in my arms, there's never no harm, and I know that we were both made. But with you in my arms, there's never no harm, and I know. Ja, das sind die berühmten Sagi, Kerali, Wägali von Mazedonien. Wir haben das Gefühl, da in Mazedonien muss man sehr viel sagen, dass die irgendwie, es gibt mega viel von denen. Sehr lustig. Hallo aus unserem Hotelzimmer in Petric im Südwesten von Bulgarien. Wir sind 2 Nächte da. Der Grund ist nicht die schöne Stadt oder die gute Restaurantszene, sondern eher im Gegenteil. Wir müssen hier den Corona-Test machen, damit wir morgen auf Griechenland einreisen können. Den Test haben wir heute Morgen gemacht. Ist sehr schnell gegangen. Wir mussten nicht einmal warten. Hat 50 € gekostet pro Person. Und wir können online nachschauen, wenn das Ergebnis da ist. Jetzt hoffen wir ganz fest, dass wir das morgen haben, damit wir morgen schon weiterreisen nach Griechenland. Und weil wir gestern Abend so ein bisschen in Ausgang sind in Petric, sprich ein bisschen rumgelaufen sind und sind auswärts essen, haben wir gefunden, ich glaube, wir kochen lieber selber. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Und ja, jetzt ist es ein bisschen das Gefühl wie daheim am Sonntagnachmittag sozusagen, auch wenn es Montag ist. Und zwar gibt es Nudelsuppe und wir schauen dazu einen Film. Ja, und was für Film? Ein Fahrradvideo, yeah! Genau, von anderen, die uns inspiriert haben, genau. Ja, und das gibt es, eine vegetarische Nudelsuppe, weil es mit Abstand gesünder, als wenn wir hier auswärts essen. Genau. Hallo zusammen aus Bulgarien. Wir sind hier noch für ein paar wenige Kilometer in Bulgarien. In einem Land, wo wir nie hin wollten, wo wir aber leider wegen Griechenland hin haben müssen. Also, sprich, die einzige offene Grenze für uns nach Griechenland rein ist die hier. Wir haben gestern den Covid-Test machen in Petric. Heute ein negatives Ergebnis bekommen, freut uns. Jetzt können wir endlich jetzt können wir auf Griechenland rein. Jetzt haben wir einen tagelangen Umweg müssen machen. Insgesamt 2 Tage in Bulgarien gewesen. Wir haben etwa 40 Kilometer gemacht in diesen 2 Tagen, also nicht viel. Ich könnte von dem her auch nicht viel zu diesem Land sagen. Lisa kann etwas dazu sagen. Sie will euch jetzt etwas mitteilen. Ich bin vor 5 Mal durch Bulgarien gereist mit dem Rucksack und es hat also sehr schöne Ecken wie Veliko Tarnovo oder Plovdiv und auch der Küste entlang gibt es ein paar herzige Orte. Hallo, wir sind in Griechenland. Auf der Autobahn!
Autobahn. Und zwar gerade auf die Autobahn geraten, ja.